Wieder erwartend haben wir jetzt in unserer Ausgrabung tatsächlich einen Befund gefunden und den müssen wir jetzt natürlich aufnehmen. Schauen wir uns mal an, was wir dabei zu beachten haben. Hier haben wir unseren Befund eindeutig sichtbar. Tatsache ist, wir haben hier zum Beispiel einen engen Radius. Dort werden wir gleich unsere Punkte, wir werden vielleicht nicht jeden dieser Punkte nehmen, aber vielleicht doch, wir werden sie auf alle Fälle enger machen. Analog hier bei so einer Schlangenlinie. Schlangenlinie. Auch hier müssen wir gucken, dass wir den Algorithmus, den wir nachher im Computer nutzen, um hier eine Linie zu zeichnen, an die Hand nehmen. Hier ist eine Gerade. Da wird es reichen, in der Mitte einen Punkt und hier einzunehmen. Hier haben wir ein weiter Radius. Dort können wir es uns leisten, die Punkte etwas weiter auseinanderzusetzen. Analog hier, da gehen wir ganz weit ran und erst wenn wir hier in den engen Radius gehen, kommen wir wieder mit kurzen rein. Wir müssen uns gleich einen Startpunkt ausdenken, wo wir anfangen. Das ist der Punkt, wo manche Algorithmen immer Probleme haben, alles aneinander zu kleben. Das machen wir im Idealfall an einer mehr oder weniger geraden Strecke, wo es nicht auffällt. Nehmen wir mal hier, dieses hier und zur Vorsicht, ja doch, fangen wir hier an, gehen in diese Richtung, einfach im Uhrzeigersinn rum und kommen dann irgendwann hier zum Ende. Zum Einmessen unseres Befundes gehe ich jetzt hier einfach im Startbildschirm auf die Option Messen. So, was möchten wir jetzt hier messen? Unser Punktnummer, das ist ein Punkt, die läuft auf der Grabung komplett von Anfang bis Ende durch. Und damit wir hier ordentlich Platz haben, ohne irgendwelche Sprünge von 4 zu 5 oder zu 6 Stellen, gehen wir hier auf 10.000. Zielhöhe ist immer noch 1,35 Meter. Wir haben jetzt hier, der Code ist die Eigenschaft, was vermessen wir dort hinten eigentlich gerade. Und wir vermessen ja den Befundumriss und alle Punkte dieses Umrisses sollen diesen Code tragen. Das heißt, ich muss jetzt hier bei Code in ein freies Feld gehen, auf OK und dann muss ich einen neuen Code hierfür vergeben. Neu. Und der Code ist jetzt hier, das ist auf Planum 1, eine 1, getrennt durch einen Unterstrich. Moment. So, Unterstrich. Was ist es? Das ist ein Befundumriss, ein Umriss. Das heißt, ich werde das einfach umnennen. Da kann letztendlich jeder sich ausdenken, was er will. Hauptsache die Codes sind eindeutig und werden auf derselben Grabung durchgehalten. Dann kommt ein neuer Unterstrich und dies ist jetzt, es kommt die Befundnummer, Nummer 1, 2, 3 und so weiter und so fort. Problematisch ist, wenn ich habe 1, ich habe 2, ich habe 15, ich habe 412. Es sind unterschiedliche Mengen an Zeichen. Das bringt uns die Datenbank immer durcheinander. Deshalb, ich sage mal, das ist Befund 25 und gebe ihn ein als Befund 025. Ich gehe auf OK. Weiter. Das wird reichen. Jetzt sehen wir hier, ich habe als Code 1UM25 in unserem Display stehen. Jetzt werde ich diesen Punkt anmessen. Da gibt es jetzt zwei Optionen zum Messen. Erstmal die erste, ich gehe auf Distanz. Jetzt kriege ich die Ergebnisse der Messung angezeigt. Wir sehen, wir sind immer noch bei Punktnummer 10.000. Und ich kann jetzt hier nach unten scrollen. Ja, mit diesem Ding ist es einfacher. Und ich kriege jetzt hier Entfernung, Schrägdistanz und so weiter, die Koordinaten angezeigt. Bin ich damit zufrieden, drücke ich die Taste Speichern. Und nun ist er hier auf 10.001 hochgesprungen. Jetzt würden wir den nächsten Punkt messen. Messen wir den nächsten Punkt. Wenn ich ohnehin in großen Mengen die Punkte einfach nur messen und direkt speichern möchte, dann drücke ich jetzt hier nicht Distanz und Speichern, sondern dann drücke ich hier
direkt die Taste Messen. Das ist ein bisschen missverständlich, weil Messen tut die Distanzmessung genauso, aber Messen fasst diese beiden Tasten zusammen. Er wird messen und direkt abspeichern. Ich drücke hier drauf. Er sagt Piep, Piep und ist sofort zu 10.002 weitergesprungen. Und jetzt messen wir den Befund ein und können uns dann nachher angucken, wie das dann in den Daten aussieht.